Servus, grüß euch. Valhalla Gitarren Impuls Responses Manufaktur hat es mir da heute ermöglicht, dass ich beim Rock Me Vienna Abschlusstag dabei sein kann. Ja, ich bin mir extrem geehrt, ihr seht schon. Immer selbst unglaubliche Niklas Holzke, Angel, Vivaldi. Es ist der Abschlusstag, der wird vorbereitet für die Signing-Session, die in Kürze starten wird. Drinnen gibt es schon Soundchecks für das große Abschlusskonzert und ich werde versuchen, diesen abschließenden finalen Tag am Rock Me Vienna Guitar Camp ja, zu dokumentieren, die Eindrücke möglichst gut einzufangen. Ja, sehr schön. Eine Oktave, nicht mehr. Dann kannst du sofort benutzen. Der Basti und der Andi, Der Andi aus Budapest. die Masterminds sind hinter Valhalla Guitar Impulses. Haben die Zuschauer überhaupt nicht wissen, was ein Guitar Impuls ist? Also, was ist denn das? Eine Impulse Response ist quasi das digitale Abbild einer Gitarrenbox, deren Signal quasi dann in ein entsprechendes Mikrofon hineingeht. Also das quasi dieses Signal ist zusammengepackt. Also für alle, die sich nicht auskennen, ihr kennt vielleicht auf der Bühne stehen so diese riesengroßen Verstärker-Dinger. Und die Box. Da ist ein Mikrofon davor. Und mit so einem IR, da spart man sich den ganzen Schatz. Da haben wir dann nur mehr so kleine Kasteln, sowas zum Beispiel. Ja, ist jetzt das gerade nicht, aber oder so, oder noch kleiner. Das ist quasi der neue heiße Scheiß von Fractal Audio. Ja, also das ist an und für sich, das ist das kleinste Teil von Fractal Audio, hat aber dieselbe Sound Engine und dieselbe Soundqualität und Dynamik. Also wer quasi den Sound von den großen Fractal Audio Units mag, aber weniger das Geldbörsel und auch natürlich die Wirbelsäule belasten möchte, viel unterwegs ist und so im Flytrig, dem sei das AM4 angeraten. Wie gesagt, ist sehr neu, aber trotzdem absolut high-end. Die Gudrun, die Mitveranstalterin eigentlich, du und der Mann machen das? Genau, ja. Also genau. herzlichen Dank für dieses Event und für diese Gelegenheit da. Und der Andi hat sich schon gedacht, Sharon Osbourne von Wien. Und wie Ich habe keine Ahnung warum, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber er hat sich im Also ich muss ja wirklich sagen, das ist ein Zeichen für Respekt und Angst. Ja. Und was passiert da? Was macht dieser junge Herr da bei dir im Start? Also der Alex hat für den Event an und für sich 3 Backing-Tracks kreiert. Einen Blues-Track, einen Metal-Track und so ein bisschen einen Prog-Fusion-Track. Ja. Und jeder Teilnehmer, und mit jeder Teilnehmer meine ich das auch schon ein Andy Timmons, der Milan Polak, der Frank Campbell, ja. Auch die Gitarrengötter und die ambitionierten Amateurmusikanten hier haben hier quasi die Möglichkeit, zum Backing-Track dazu zu nudeln. Genau, und das macht sie jetzt. Das machen sie jetzt. Und wie man das Stil echt macht, dass man bei einem Prog Fusion Song natürlich eine Dimebag Razorback verwendet. Natürlich. Stil echt, ne? So steht es im Na, Gesetzbuch. er ist einer der wenigen, die den Metal Track quasi verwenden. Ja. Mit der Gitarre muss man den Metal-Track verwenden. Ja, richtig, also ich glaube, Helene Fischer spielt man mit einer Razorback nicht. Der Basti aus Deutschland. Er ist so schüchtern. Ja. Wie gefällt es Ihnen bei uns? Ihnen? Sind wir jetzt bei Sie? Ja, wir sind in Österreich. Oh, also es gefällt uns sehr gut. Es gefällt uns sehr gut. Gute Antwort. Nächstes Jahr unterrichtest du, okay? Nein. Nein, okay. Da gibt's Gitarren, schau. Ich schleiche mich da ran, schau. Das ist der Alex. Der Veranstalter, sehr zufrieden mit dem letzten Event? Ja, wundervoll. Also ich bin ja da in einer Doppelrolle. Einerseits bin ich Organisator, andererseits will ich auch was lernen. Und ja, also ich habe jetzt so viel Stoff zu geben für den nächsten. Bis zum nächsten. Wann wird das nächste sein? Aber es wird definitiv fortgesetzt. Wissen wir auch noch nicht, aber grundsätzlich sind wir sehr glücklich mit dem System, was rausgekommen ist. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das weitermachen, weil wir schon gemerkt haben, dass das in Österreich sehr, sehr schwer zu vermarkten ist. Okay. Ja, die Österreicher haben da sehr wenig Vertrauen. Das werden wir ändern, gell? Also Zuschauer und meine Videos. Unten sind die ganzen Kontaktadressen, alles abonnieren und verbreiten. Und beim nächsten Mal, die habe ich drum rühren. Na cool, ja dann, danke für alles. Netto, Alter! Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber das ganze Event findet im Hilton statt, ja. Also das ist sehr nobel eigentlich. Direkt an der Donau in Wien. Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Da drinnen
findet dieses Rock Me Vienna statt und ich befürchte fast, dass ich ausgesperrt worden bin. Ah, bitte, bitte! Danke, danke, danke! Uah. Ui. Danke, da draußen ist Sushi. Merchandise! Soundchecks sind jetzt nicht ganz so wichtig wie das Video, dafür gibt es ja dann später am Abend das Konzert. Da gibt es verschiedenste Räume. Hallo! Und da kann man dann gemeinsam mit den Musikern üben und philosophieren und praktisieren und ja, eine musikalische Zeit verbringen. Das ist kurz vor 2 gingen die nächsten Sessions los. Artefakt von 14 bis 15 Uhr. Da gibt es, ich will in allen gleichzeitig sein, wie immer. Viel zu viel Auswahl. Oh mein Gott! Mein Gehirn explodiert. I am a physics professor and also a guitar player, so I decided to make this presentation here from a little bit of the history of the guitar playing. So the first guitar player was Pythagoras. And he invented this instrument that is the grandfather of the electric guitar. Newton realized that this problem of the vibrating string was related to waves, and he derived the velocity for those waves. He derived this formula here, and this tells a lot about what's going on in the mechanics of the guitar. As soon as you know it, I think that you may understand better what you're doing actually. Another major thing that we have today is string theory. So if you do like this, you're just changing the character of the particles. Thank you very much for this very technical but very interesting presentation. Thank you, thank you. Wer interessiert ist an diesem kompletten The Physics Behind Electric Guitar Vortrag ist, findet unten in der Videobeschreibung den Link und da oben blende ich es auch noch irgendwo ein, die Möglichkeit. Ja genau, und schön brav die Stifte zücken und mitschreiben, weil da braucht man ein bisschen Hirnschmalz dafür. 30, schon mal, wo schauen wir uns an? Guitarmax, Building an Online Career. Ich glaube, da schaue ich jetzt kurz hin. So the title is extremely important. Hello. You want this sense of mystery. So this riff in Enter Sandman teaches something that every guitarist should know. So this is your full-time job? Oh yeah. You're not playing in bands already? No. I mean, I have played in bands. Yeah. I have played in bands, but not right now. And the main thing is if I'm playing in the band, I don't need to make money from it. You know what I mean? Ideally, I want to do, let's say, 1 to 2 videos a week, or maybe or I can think of it in a month or something. I do the documentary stuff. Okay, guys, so I just finished one of the lessons here at Rock Me Vienna, and I just want to kind of give you an example of the kind of stuff we're doing. Some of these lessons are, playing, where we're going over licks and concepts, and like this one, I was just talking about YouTube, social media, kind of business stuff. And I want to introduce you to one of the guys here, Erwin, and what's cool about this guy is here he's kind of a student, but he's also a really big teacher too. In fact, you've got your own school, right? Yes, that's correct. I own my school in Belgium. It's called the Wilrex Guitar School. Das war schon mal eine sehr nice Session mit dem Guitarmax über Social Media. Jetzt geht's rein in die Riverside Suite 2 zum Hermann Lee, Alter. If I can get comfortable playing this, then my hands will, I guess, theoretically warm up. Hello, take your seat. Basti hat mich gerade darauf hingewiesen, dass diese Session jetzt da Get Ready for Jam heißt. Und ich habe erstens keine Gitarre mit und zweitens kann ich nicht jammen. This is actually the last lesson of my time here in Rock Me Vienna. And just to tell you what we have covered actually before that, we talked about what did we talk about? I forgot. But after the first lesson, I can't remember what it was about. The second lesson, and the third, I started working with the campus on the jamming aspect, because I got to jam with, every night actually, working with you, having a great time, and I was basically working with other jammers that came and see what we can do to accelerate, to be better at jamming on stage,
in such a short amount of time. Also diese Session mit Hermann Lee war richtig geil. Eigentlich war sie um Improvisieren und so weiter gegangen, also Gitarre spielen, solieren und so. Aber es ist im Endeffekt dann einfach ein einstündiges Feuerwerk über Dragon Force Anekdoten worden. Also ziemlich geil. Und jetzt, wenn ich richtig informiert bin, Signing Session. Yeah, but this was my boxing technique. I'm going to try to you, okay? Wir sind unter Göttern. Eigentlich sollten wir da jetzt ziehen. Ja, wirklich. Und wenn ihr Autogramm wollt, zu Pech gehabt. Nein. Das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur geil. Das muss klarstellen. Wir geben schon Autogramme. Ja, wir geben Autogramme und wir unterschreiben auch Bausparverträge und so. Now you will get your guitar physically signed. I feel powered. Oh my God, you ruined your sweater. München first, and then I came here. I don't remember how long the flight was. Und erfüllt sich der Chef seine Wünsche? Ja, aber Sag her. Platten. Sehr schön. Europe, Ja, dann die neue von Kim Marcello, sehr schön. Frank Gambale und mein Unterschriftenbuch. Sehr schön, sehr schön. Small percentage of the whole thing, but I'll take it, thanks. Find my guitar. Of course. I usually do it behind the headstock. Maybe there. Yeah, over there. Is it possible? Alles wird voll gekritzelt. Are you ready? Okay. Signing Session vorbei, schau mal, was da los ist. Oh, Applaus. Applaus ist immer gut. And today's discussion is actually something that is about things that's happening around us, about the changing music industry. Well, the interesting thing about, I think when you take the word music industry from the English language and you translate it from Latin, it translates to the word adapting. Da leert sich schon langsam alles. Die Aussteller räumen ihr Equipment schon weg. Aber beim Andi, seinem Valhalla-Stand, wird nur fleißig gejammt und rekordet. Interview mit Gerald Gradwohl und dann kommt Masterclass Hermann Lee, Shred Solos. Und dann neigt sich das Ganze schon dem Ende zu einem Q&A-Dinner und dann das große Abschlusskonzert. And I did that with Joe Satriani, Steve Vai, John Petrucci, Marty Friedman, all these guys I went and spoke to as a fan of the guitar and the music. That's how much I love the guitar. I was so obsessed about guitar since I first started that I basically went and tried to meet these guitar players and talk to them and try to learn something and understand the art of the guitar. And I love working together with you, Alexander. This is just something I love. It was our 14th wedding day yesterday during the Save your energy for the grand final concert at 8 o'clock in here. Thank you so much. So, have a nice meal. Finally feasting. Mahlzeit. Mahlzeit. Das war die. So, I think the importance it has. Es ist fast 8 und er ist immer noch am Verkaufen von Impulsresponsen, also ein tüchtiger Geschäftsmann. Ja, da versammelt sich schon die Crowd. Es geht jetzt gleich los, das ist das finale Grand-Konzert, wo zahlreiche der Protagonisten der Gitarren und Götter, die da jetzt bei dieser Gitarklinik dabei waren, werden da jetzt live auf der Bühne aufgeigen und es werden jetzt nur ein bisschen festhalten und dann geht es für mich wieder nach Hause und ich muss das Ganze jetzt, glaube ich, ein bisschen verarbeiten. Guten Osborn! Prost! Danke, Prost! Warst du zufrieden? Ja, danke. Wie geht's dir, Tourmanager? Sag ich auch schon zu mir, der Tourmanager jetzt. Ja, du sagst zu mir, du sagst zu mir. Ja gut, okay, aber nicht zu dir gut und Osborn sagt, dann darf ich der Tourmanager. Alles gut? Wunderbar, wunderbar. Und wo kriegen wir das Bier her?
Also ich habe das jetzt gekriegt von einem Hotelgast, der sich gestern bei mir ein Ticket gekauft hat und der hat mir gefragt, can I get you a drink? And I said, yes, I would love to have a small one. Well, we have different perceptions of what is small. Anyway, I'm not complaining. Cheers! Cheers! Rock it on! Genau, wo reagieren Sie? Draußen an der Bar. Ich habe die Bar übersehen bisher. Ich habe die Bar nicht wahrgenommen. Wie konnte denn das passieren? Ach Gott, come on. Yes. Immer nur verkaufen. Ich will Bier trinken. To the Rock Me Vienna lineup! Endlich ist das Bier da. Und ja, das ist ganz schön eine Reise wieder zurück zur Veranstaltung. Muss aufpassen, dass das Bier nicht ausschwappt. Sehr wichtig, sehr wichtig. So, da! Nicht zu viel hackeln, stoßen wir an. Danke an Valhalla für die Möglichkeit, dass wir heute meinen Schabernack videomäßig 3 können. Ich hoffe, ihr habt ein paar für eure komischen IRs verkauft. Ja, wir haben sie alle verschenkt getrunken. Ne? Das sind so die ersten Geschäftsmänner. Prost! Danke fürs Bier! Gern. Prost! Des Manitou. Yeah, and the title song, Straight to Hell, I composed in 1999 or more. Es ist an der Zeit, die Heimreise anzutreten. Ja, jetzt raus in den Regen und hinein in die Öffis. Gott, das ist sehr schön war das heute. Ich muss das wirklich mal verarbeiten. Das wird ein bisschen dauern, bis ich das wirklich realisiert habe, was da heute passiert ist. Ja, und danke fürs Zuschauen. Danke fürs Interesse und ja, behalte jetzt das Rock wie Vienna im Auge. Das ist wirklich eine sehr, sehr geile Geschichte. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Metal, Alter. Aber ich muss ja aufs Klo, Moment. Ja, stimmt. Schnell, warte. Warte mal. Wie machen das jetzt?